Hallo liebe Handarbeitsfreunde, diesen kuscheligen Pullover habe ich in einfachen Mustern für euch gestrickt. Der gerade Schnitt sowie der runde Halsausschnitt passen besonders gut zu Jeans oder langen Hosen, was den Pullover zum idealen Begleiter im Alltag macht. Die Anleitung enthält die Angaben von Größe 36 bis 50, welche immer dann im Video erscheinen, wenn sie benötigt werden. Richtwerte zum Verbrauch für eure Größe findet ihr wie immer auf der Materialseite, bevor ich mit dem Stricken beginne. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Erforderliche Kenntnisse: Maschen anschlagen, Maschen abketten, rechte und linke Maschen, Nähte schließen mit dem Überwendlingsstich. Wir stricken zunächst eine Maschenprobe mit 30 Maschen und erlernen dabei das Bundmuster sowie das Hauptmuster. Zunächst folgen beide Muster in schriftlicher Form. Hier seht ihr die schriftliche Anleitung für das Bundmuster. Hier seht ihr die schriftliche Anleitung für das Hauptmuster. Dieser Pullover kann auch für Herren gestrickt werden. Nehmt die Maße von einem gut passenden Pullover des glücklichen Herrn, den ihr bestricken wollt. Wir stricken zunächst eine Maschenprobe. Ich verwende eine Stricknadel 4,5 mm und die Wolle hat eine Lauflänge von 130 Metern pro 50 Gramm. Das Muster verlangt eine Maschenzahl, die durch 3 teilbar ist. Die Maschenzahl von 30 passt daher und die Randmaschen sind da schon eingerechnet. Und wenn ihr 30 Maschen angeschlagen habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 30 Maschen angeschlagen. Wir wenden die Arbeit und diese Reihe ist eine Rückreihe. Ich stricke zuerst die Randmasche, da steche ich hinten durch. Dann stricken wir eine Masche links, 2 Maschen rechts, eine Masche links, 2 Maschen rechts, eine Masche links, 2 Maschen rechts und so weiter, und kurz vor Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Die Reihe endet mit 2 Maschen rechts, einer Masche links und die Randmasche heben wir ab. Der Faden ist vor der Arbeit. Wir wenden die Arbeit und jetzt kommen wir zu einer Hinreihe. Wir stricken wieder die Randmasche und auf der Hinreihe stricken wir eine Masche rechts, 2 Maschen links, eine Masche rechts, 2 Maschen links, eine Masche rechts,
2 Maschen links. Wir stricken die Maschen also so, wie sie erscheinen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Die Reihe endet mit einer Masche rechts und mit der Randmasche. Und wir wenden die Arbeit und die Rückreihe beginnt ebenfalls mit der Randmasche. Wir starten mit einer Masche links, 2 Maschen rechts, eine Masche links, 2 Maschen rechts. Wir stricken also auch hier die Maschen so, wie sie erscheinen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Die Reihe endet mit einer Masche links und der Randmasche. Ich zeige euch auch die Hinreihe noch einmal. Wir starten mit der Randmasche. Die Hinreihe beginnt mit einer Masche rechts, 2 Maschen links, eine Masche rechts, 2 Maschen links und so weiter. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Die Reihe endet mit einer Masche rechts und der Randmasche. Und jetzt stricken wir in diesem Muster circa 5 cm und wichtig ist, wir enden vorläufig mit einer Rückreihe. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 5 cm im Bundmuster gestrickt. Bei mir sind das 12 Reihen. Und jetzt zeige ich euch das Hauptmuster. Das besteht aus 4 Reihen, die sich stets wiederholen. Wir beginnen mit der Randmasche und die erste Reihe ist ganz einfach. Wir stricken nur rechte Maschen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine Reihe rechte Maschen gestrickt. Wir wenden die Arbeit und die zweite Musterreihe besteht aus linken Maschen. Nur linke Maschen bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine Reihe linke Maschen gestrickt. Wir wenden die Arbeit. Die dritte Musterreihe beginnt mit einer Randmasche und wir stricken eine Masche rechts, 2 Maschen links, eine Masche rechts, 2 Maschen links, eine Masche rechts, 2 Maschen links und so weiter. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Die Reihe endet mit einer Masche rechts und der Randmasche. Wir wenden die Arbeit und die vierte Musterreihe beginnt mit der Randmasche und wir stricken eine Masche links, 2 Maschen rechts, eine Masche links, 2 Maschen rechts, eine Masche links, 2 Maschen rechts. Wir stricken die Maschen also so, wie sie erscheinen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Die Reihe endet mit einer Masche links und der Randmasche. Das war schon der erste Mustersatz und ihr seht, diese Rechtsrippen ziehen sich hier durch. Damit ihr das gut erkennen könnt, machen wir noch einen Mustersatz gemeinsam. Die erste Musterreihe ist eine Hinreihe und besteht aus rechten Maschen. Wir stricken einfach eine Reihe rechte Maschen und dann sehen wir uns wieder. Wir wenden die Arbeit und die Rückreihe besteht aus linken Maschen. Wir stricken nur linke Maschen und dann sehen wir uns wieder.
Wir wenden die Arbeit. Die dritte Musterreihe beginnt wie immer mit der Randmasche. Wir stricken eine Masche rechts, 2 Maschen links, eine Masche rechts, 2 Maschen links, eine Masche rechts, 2 Maschen links und so weiter. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Die Reihe endet mit einer Masche rechts und der Randmasche. Und die vierte Musterreihe beginnt ebenfalls mit der Randmasche und wir stricken die Maschen so wie sie erscheinen. Eine Masche links, 2 Maschen rechts, eine Masche links, 2 Maschen rechts, eine Masche links, 2 Maschen rechts und so weiter. Und dann sehen wir uns wieder. Die Reihe endet mit einer Masche links und der Randmasche. Und jetzt stricken wir noch 1, 2 oder 3 Mustersätze, bis ihr insgesamt 10 cm habt. Und dann könnt ihr die Maschen abketten und dann werten wir gemeinsam die Maschenprobe aus. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 10 cm gestrickt. Ich habe eine gerade Anzahl Reihen gestrickt und dann auf der schönen Seite die Maschen abgekettet. Und zunächst zählt ihr die Randmaschen, die ihr für die 10 cm gebraucht habt. Eine Randmasche entspricht 2 Reihen. Ich habe 13 Randmaschen benötigt. Das bedeutet, die Reihenanzahl für 10 cm ist 26 Reihen. Dann brauchen wir den Umrechnungsfaktor und hier messt ihr eher weiter oben, wie breit dieses Stück ist. Und wir haben ja alle 30 Maschen angeschlagen. Bei mir ist dieses Stück 16 cm, also die Breite der Maschenprobe. Ich nehme die 30 Maschen dividiert durch 16 cm. Diese Zahl kann bei euch anders sein, diese Zahl ist gleich. Und das rechnet ihr mit dem Taschenrechner aus. 30 dividiert durch 16 ist gleich, bei mir gibt das aufgerundet 1,88. Also immer aufrunden auf die nächste Kommazahl und das ist unser Umrechnungsfaktor. Der ist wichtig, den brauchen wir auch später noch und auch diese Zahl wird noch gebraucht. Und jetzt schaut ihr oben in der Ecke nach, welches Maß ihr braucht für eure Größe und ich möchte, dass mein Teil ca. 54 cm breit wird und das multipliziere ich mit dem Umrechnungsfaktor. Ist gleich, das könnt ihr wieder mit dem Taschenrechner ausrechnen. Bei mir 54 mal 1,88 ist gleich, das ergibt 101,52. Das runden wir auf die nächste Zahl, die durch 3 teilbar ist. Bei mir sind das zum Beispiel 102 Maschen. Wenn ihr eher die Sachen ein bisschen lockerer tragt, könnt ihr auch einfach 3 oder 6 Maschen dazugeben. Und diese 102 Maschen, die schlage ich jetzt an, genauso wie wir es bei der Maschenprobe gemacht haben. Und ich stricke 7 cm im Buntmuster. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Ich habe 7 cm im Buntmuster gestrickt und bei mir sind das zum Beispiel 18 Reihen oder 9 Randmaschen. Das kann bei euch anders sein. Wichtig ist, wir befinden uns jetzt auf der schönen Seite. Das ist die Vorderseite. So sieht die Rückseite aus. Und wir stricken jetzt genauso wie bei der Maschenprobe im Hauptmuster weiter. Und ich schreibe euch Richtwerte oben in die Ecke. Wir messen ganz vom Anfang hinauf und später kommen für den Halsausschnitt noch 10 cm dazu. Das bedeutet, die angegebenen Maße gelten bis zum Halsausschnitt. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das Vorderteil für die Größe 40-42 ca. 52 cm bis zum Ausschnitt hochgestrickt. Ihr habt euer Maß erreicht und jetzt berechnen wir den Ausschnitt und dazu braucht ihr eure Notizen vom Anfang, wo wir die Maschenzahl berechnet haben. Und ich hole ebenfalls meine Notizen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe meine Notizen zur Hand genommen und anhand dieser Notizen wissen wir, wie viele Reihen 10 cm sind. Wir wissen unseren Umrechnungsfaktor und wir wissen, wie viele Maschen wir für das Teil angeschlagen haben. Diese Zahlen können natürlich bei euch ein bisschen anders sein. Und jetzt möchte ich, dass mein Halsausschnitt 22 cm breit wird und 10 cm hoch. Das passt für eine ganz normale Damengröße. Und jetzt möchte ich wissen, wie viel Maschen ich für diese 22 cm brauche. Dazu multipliziere ich diese 22 cm mit dem Umrechnungsfaktor und das ergibt bei mir 42 Maschen. Also dieses Stück hier wären bei mir 42 Maschen. Wenn ihr am Anfang eine gerade Anzahl Maschen angeschlagen habt, muss auch hier eine gerade Maschenzahl sein. Wenn hier eine ungerade Maschenzahl ist, muss auch hier eine ungerade Maschenzahl verwendet werden, also eine Masche mehr oder eine Masche weniger. Diese Zahl ist natürlich gerundet. Und wir wissen, wie viele Reihen 10 cm sind. Und so hoch machen wir den Halsausschnitt. Bei euch kann diese Zahl natürlich ein bisschen anders sein. Und jetzt zeichne ich mir hier einen Halbkreis auf und ich mache das immer so. Ich schreibe hier die Zahlen 4, 3, 2, 1 hin und hier auch 4, 3, 2, 1. Das sind meine Abnahmen und 4, 3, 2, 1 ergibt zusammen immer 10 Maschen. Und wir brauchen für das gesamte Stück 42 Maschen und das heißt 42 minus 20 ist gleich 22. Hier 10 und hier 10 und hier kommen die 22 Maschen hin. Wie gesagt, die Zahlen können bei euch anders sein. Und damit wir wissen, wie viele Maschen wir bis hierher stricken müssen, machen wir das so. Wir nehmen unsere Anfangszahl, bei mir 102, die wir am Anfang angeschlagen haben, und ziehen diese 22 Maschen ab. Da bleiben 80 Maschen übrig. Das dividieren wir durch 2, ist gleich 40 Maschen bis zum Beginn des Halsausschnittes. Und diese Zahl müsst ihr euch jetzt ausrechnen
am besten ebenfalls so aufzeichnen und dann wird aber der Ausschnitt nach oben noch verlängert, ohne Abnahmen, bis wir die 10 cm haben. Und ich zeige euch aber auch noch, wie wir eine Schulterschrägung einbauen. Aber das erkläre ich euch etwas später. Zunächst stricken wir mal bis hierher. Wir stricken nun also auf der schönen Seite diese Anzahl, die ihr hier ausgerechnet habt. So viele Maschen müsst ihr stricken und wenn ihr dort angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Maschen im Muster gestrickt. Wir führen natürlich das Muster ganz normal weiter. Bei mir waren es 40 Maschen. Und jetzt muss ich die mittleren 22 Maschen abketten. Und dann müssen auf der anderen Seite wieder die gleiche Anzahl Maschen übrig bleiben wie hier. Also einfach 22 Maschen bei mir und ihr eure Anzahl abketten. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Mittelmaschen abgekettet. Bei mir sind es 22. Die Zahl kann bei euch anders sein. Und jetzt bleiben genau bei mir 40 Maschen wieder übrig, dieselbe Anzahl wie auf dieser Seite und zwar inklusive dieser Masche. Und die stricke ich jetzt hinüber und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich habe hier 40 Maschen, hier 40 und hier 22. Die Zahlen können bei euch anders sein. Wichtig ist, auf beiden Seiten müssen gleich viele Maschen sein. Und jetzt beenden wir zuerst die linke Seite und dazu stricken wir im Muster zurück bis zum Halsausschnitt. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin wieder beim Ausschnitt angekommen. Ich habe eine ganz normale Randmasche gestrickt, so wie im unteren Teil des Pullovers. Und ich stricke auch wieder eine ganz normale Randmasche und ich kette jetzt 4 Maschen ab. Und dann orientiere ich mich am Muster hier unten und stricke mustergemäß weiter. Wieder eine Hinreihe und eine Rückreihe zurück zum Ausschnitt und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, hier seht ihr die 4 abgeketteten Maschen und in der nächsten Runde ketten wir nur 3 Maschen ab. Und wir stricken mustergemäß die Reihe zu Ende und wieder zurück zum Halsausschnitt. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Im nächsten Durchgang ketten wir nur 2 Maschen ab. Und wir stricken wieder mustergemäß weiter. Hier müsst ihr euch immer am Muster weiter unten orientieren. Und wir stricken die Reihe zu Ende und wieder zurück zum Halsausschnitt. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Im nächsten Durchgang nehmen wir nur eine Masche ab. Wir ketten eine Masche ab und stricken mustergemäß weiter bis zum Ende der Reihe und wieder zurück zum Halsausschnitt.
Willkommen zurück. Wir haben die Abnahmen auf dieser Seite jetzt erledigt und wir haben dafür 10 Reihen verbraucht. Das heißt 5 Mal hin und her. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich habe ja bei der Maschenprobe festgestellt, dass ich 26 Reihen für 10 cm brauche. Das bedeutet in Durchgängen oder Randmaschen gezählt 13 Randmaschen. 5 habe ich bereits verbraucht und ich lasse 3 Durchgänge übrig für die Schulterschrägung. 3 Durchgänge bedeutet 6 Reihen bzw. 3 Randmaschen. 5 habe ich bereits verbraucht, das heißt, ich stricke jetzt 5 Durchgänge gerade hoch, das entspricht 10 Reihen. Und dann machen wir die Schulterschrägung. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin jetzt bei der Höhe angekommen, wo ich die Schulterschrägung beginnen möchte. Und das heißt, ich hatte ja für 10 cm 26 Reihen gemessen und ich habe jetzt noch 6 Reihen übrig. Das bedeutet 3 Durchgänge. Und jetzt zählt ihr eure Maschen. Bei mir sind es 30 Maschen, die jetzt noch übrig sind und die teilen wir durch 3 und dann machen wir unter 3 mal die Schulterschrägung. Bei mir sind es zufällig 30 Maschen, das ist durch 3 teilbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur 29 Maschen hätte, würde ich 2 mal 10 und 1 mal 9 Maschen abnehmen. Es muss also nicht unbedingt sich ausgehen. Und wir stricken jetzt bis zum äußeren Rand und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim Außenrand angekommen und wir wenden die Arbeit und jetzt nehme ich 1/3 der Maschen ab. Bei mir sind es 10 Maschen, die ich abketten muss. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine Anzahl Maschen abgekettet und jetzt stricken wir die Reihe zu Ende und wieder zurück zum Außenrand. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, wir sind wieder bei der Schulterschrägung angekommen und ich nehme das 2/3 der Maschen ab. Bei mir sind es wieder 10 und ihr kettet eure Anzahl Maschen ab und dann sehen wir uns wieder. Ich habe das 2/3 der Maschen abgenommen und jetzt stricken wir wieder die Reihe zu Ende und wieder zurück zum Außenrand und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Jetzt müssen wir nur noch die verbliebenen Maschen einfach abketten und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die linke Seite ist nun beendet und jetzt müssen wir die rechte Seite gegengleich beenden. Der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt die Abnahmen beim Halsausschnitt auf der Rückseite machen. Zuerst 4, dann 3, dann 2, dann 1, dann dieselbe Anzahl Reihen hochstricken bis zur Schulterschrägung und dann die Schulterschrägung auf der schönen Seite machen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die zweite Seite gegengleich beendet. Das heißt, ich habe auch hier 4, 3, 2, eine Masche abgekettet, dann ein Stück gerade hoch, genau gleich wie hier
und dann über 3 Durchgänge die Schulterschräge gemacht. Es ist immer so, dass die beiden Seiten um eine Reihe sich unterscheiden. Das lässt sich nicht vermeiden. Also eine einzelne Reihe. Und jetzt brauchen wir das Rückenteil und das macht ihr im Prinzip gleich wie das Vorderteil und zwar bis hinauf zur Schulterschräge. Hier am besten die Randmaschen zählen und genau gleich viele Reihen stricken bis hinauf zur Schulterschräge, ohne diese Abnahmen für den Ausschnitt. Also hier geht das dann gerade herüber und am Ende stricken wir noch die Schulterschräge, aber dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis zur Schulterschräge gerade hochgestrickt. Achtet darauf, dass es genau gleich viele Reihen sind wie beim Vorderteil bis zur Schulterschrägung. Und jetzt machen wir unter 3 Mal die Schulterschrägung. Ihr schaut nach, wie viele Maschen ihr für die Schulterschrägung abgenommen habt. Ich mache im ersten Schritt 10 Abnahmen, also ich kette 10 Maschen ab. Ihr macht das genau gleich wie beim Vorderteil und wenn ich 10 Maschen abgekettet habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Maschen abgekettet und jetzt stricken wir mustergemäß weiter bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe mustergemäß zu Ende gestrickt. Wir wenden die Arbeit und jetzt nehmen wir dieselbe Anzahl Maschen ab wie auf der anderen Seite. Und auch hier stricke ich mustergemäß weiter. Und ihr nehmt eure Anzahl Maschen ab und dann strickt ihr die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben jetzt auf beiden Seiten gleich viele Maschen abgekettet und diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, wiederholen wir noch 2 Mal. Also noch einmal hier abnehmen und dann hier abnehmen und das Ganze noch einmal, bis wir 3 Stufen haben und es müssen genau gleich viele Maschen abgekettet werden wie beim Vorderteil und ganz am Ende ketten wir alle verbliebenen Maschen ab. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das Rückenteil fertiggestellt. Hier seht ihr die Schulterschrägen und den mittleren Teil habe ich einfach gerade abgekettet und ich habe darauf geachtet, dass ich immer im Muster bleibe. Und beim Rückenteil liegt jetzt die schöne Seite oben, das erkennt man sehr gut am Buntmuster. Das ist die Rückseite und das ist die schöne Seite. Und jetzt legt ihr das Vorderteil genau auf das Rückenteil und hier muss jetzt die Rückseite sichtbar sein. Die Innenseite ist die schöne Seite. Und jetzt schließen wir eine Schulternaht und ich schließe nur die von hier aus sichtbare rechte Schulternaht und zwar nehme ich eine Wollnadel und schließe die Naht mit dem Überwendlingsstich, also die Schulterschräge schön zusammennähen und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Ich stricke den Halsausschnitt in Reihen. Der Halsausschnitt kann mit einer kurzen Rundstricknadel
zum Beispiel 50 cm lang oder mit einem Nadelspiel natürlich auch in Runden gestrickt werden. Dann müssen vorher beide Schulternähte geschlossen werden und ihr müsst eine gerade Maschenanzahl aufnehmen. Willkommen zurück, ich habe auf dieser Seite die Naht geschlossen. Im Moment ist die Innenseite des Pullovers sichtbar und jetzt geben wir den Pullover auseinander und wir stricken den Halsausschnitt und dazu müssen wir zuerst Maschen aufnehmen und ich mache es so, hier wo die schönen Randmaschen sind, nehme ich immer eine Masche auf pro Randmasche und hier steche ich durch beide Maschenglieder durch. Ich nehme dieselbe Nadelstärke wie vorher und hier müsst ihr schauen, ich würde hier immer nur ein Maschenglied verwenden und dann wieder 2 und einfach schauen, dass keine großen Löcher entstehen. Und wichtig ist, dass auf beiden Seiten des geraden Teils gleich viele Maschen aufgenommen werden. Und das macht ihr, bis ihr wieder am Ende des Ausschnittes ankommt. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe rund um den Halsausschnitt Maschen aufgenommen und achtet darauf, dass genau 3 Stufen offen bleiben bei der anderen Schulter. Und jetzt stricke ich das Bündchen in Reihen immer hin und zurück und am Ende schließen wir den Halsausschnitt in einem Zug mit der Schulternaht. Und ich stricke das Bündchen einfach im Muster eine Masche rechts, eine Masche links. Also ich mache wie immer eine Randmasche und dann stricke ich abwechselnd eine rechte und eine linke Masche. Und das mache ich einige Zentimeter hoch und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe circa 4 cm bunt gestrickt. Ich habe eine gerade Anzahl Reihen gemacht und hier ist immer noch die Schulternaht offen und jetzt kettet ihr im Rhythmus des Musters die Maschen ab und dann dreht ihr den Pullover um, sodass die schöne Seite innen ist und schließt hier in einem durch die Naht mit dem Überwendlingsstich. Die Seitennähte bleiben noch offen, denn ich werde den Ärmel direkt an den Pullover dran stricken. Ich werde einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Schulternaht geschlossen und ich habe einen Ärmel vorbereitet und ich habe den Ärmel direkt an den Pullover dran gestrickt. Ich habe den Ärmel glatt rechts gestrickt. Er wird nach unten hin schmaler und am Ende habe ich noch ein Bündchen gestrickt, so wie beim Kragen. Und den zweiten Ärmel machen wir jetzt gemeinsam. Und wir beginnen immer auf der schönen Seite des Pullovers. Die muss sichtbar sein und die Schulternaht bildet genau die Hälfte des Ärmels. Und mein Tipp: Notiert euch beim ersten Ärmel alle Maschenzahlen und alle Reihenzahlen,
sowie die Anzahl und den Rhythmus der Abnahmen, damit ihr den zweiten Ärmel genau gleich stricken könnt. Um die Breite des Ärmels zu messen, legt ihr euch den Pullover ganz flach auf eine glatte Oberfläche und ich schreibe euch Richtwerte oben in die Ecke, wie breit der Ärmel sein muss. Für die Größe 40-42 mache ich zum Beispiel auf beiden Seiten 22 cm. Und die messt ihr von der Schulternaht nach rechts. Und dann gebt ihr euch hier einen Maschenmarkierer hinein. Den mache ich noch nicht zu, denn das ist nur eine vorläufige Markierung. Und dann zählt ihr, wie viele Randmaschen das bis zum Maschenmarkierer sind. Und ich mache hier immer Dreierschritt, ich zähle immer 3 Randmaschen ab der Schulternaht. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 und hier muss ich den Maschenmarkierer um eine Masche versetzen und in die 30. Randmasche gebe ich den Maschenmarkierer. Wie gesagt, die Zahl kann bei euch anders sein. Bei mir sind es jetzt 30 Randmaschen und in der 30. Masche befindet sich der Maschenmarkierer. Wichtig ist, dass das Maß passt, das steht oben in der Ecke, und dass diese Anzahl der Randmaschen durch 3 teilbar ist. Dann zählt ihr auf der anderen Seite dieselbe Anzahl Randmaschen hinunter. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 bei mir. Auf beiden Seiten müssen es gleich viele sein und das Maß muss passen und die Anzahl der Randmaschen muss durch 3 teilbar sein. Und dann nehmen wir uns die Stricknadel und wir starten in der Masche, wo der Maschenmarkierer drin ist. Hier holen wir uns den Faden durch. Wir machen einen Knoten. Wir stechen noch einmal in dieselbe Masche ein und holen uns die erste Masche durch. Dann holen wir aus den nächsten beiden Maschen jeweils eine Masche und ich steche durch beide Maschenglieder durch. Und immer wenn ich 3 Maschen habe, hole ich aus dem vorderen Maschenglied eine 4. Masche heraus. Dann wieder 3 Maschen holen und aus dem vorderen Maschenglied noch eine Masche holen. Wichtig ist, dass wir hier immer 2 Maschenglieder verwenden und bei der 4. Masche nur ein Maschenglied. Und das machen wir bis zur Schulternaht. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Schulternaht angekommen und in der letzten Masche müssen sich 2 Maschen befinden. Hier ist die Schulternaht und jetzt springen wir zum anderen Teil hinüber und hier mache ich es gegengleich. Hier starte ich mit 2 Maschen, die ich aus einer Masche herausstricke und dann 2 einzelne Maschen, das sind jetzt 4 und dann wieder 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4. Und das machen wir bis zum Maschenmarkierer. Und dann kontrolliert ihr, dass auf beiden Seiten der Schulternaht gleich viele Maschen sind. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf beiden Seiten der Schulternaht gleich viele Maschen aufgenommen. Als zusätzliche Kontrolle kann euch dienen, wenn ihr das Ganze zusammenklappt, dann müssen natürlich für die Seitennähte genau gleich viele Maschen übrig sein, damit der Ärmel sich ganz genau in der Mitte befindet. Und die Mitte ist die Schulternaht. Und wir wenden die Arbeit und ich stricke eine Rückreihe mit linken Maschen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine Reihe linke Maschen gestrickt. Wir haben jetzt quasi 2 Reihen gestrickt. Wir haben eine Randmasche entspricht 2 Reihen. Und jetzt stricken wir eine Reihe rechts, eine Reihe links, eine Reihe rechts. Und dann machen wir Abnahmen. Und wenn ihr 3 Reihen im Muster gestrickt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 5 Reihen gestrickt. Wir wenden die Arbeit und in jeder 6. Reihe, das ist eine Rückreihe, machen wir Abnahmen. Ich stricke zunächst die Randmasche und dann stricke ich 2 Maschen links zusammen. Und dann stricken wir die Reihe hinüber bis 3 Maschen vor Schluss. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe sind 3 Maschen übrig. Wir stricken 2 Maschen links zusammen und dann die Randmasche. Dann wenden wir die Arbeit und hier könnt ihr euch jetzt einen Maschenmarkierer hineingeben. Wir haben 3 Randmaschen. Das entspricht 6 Reihen. Und diese 6 Reihen werden nun stets wiederholt, bis der Ärmel ungefähr bis zu diesem Knochen hinuntergeht. Und dann kommt noch das Bündchen dran. Und ich schreibe euch einen Richtwert für Damen oben in die Ecke, aber ihr müsst eine Anprobe durchführen. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Ärmel bis zum Handgelenk hinunter gestrickt und jetzt kommt das Bündchen. Und jetzt kann es sein, dass wir noch ein paar Maschen zu viel haben. Ich schreibe euch Richtwerte für das Bündchen oben in die Ecke. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe jetzt noch ungefähr 26 cm Breite. Ich möchte aber, dass mein Bündchen 20 cm breit wird, also in der Breite. Und jetzt messt ihr einfach, wie breit euer Ärmel noch ist und wie breit er sein soll. Und dann wisst ihr, wie viele Maschen ihr noch abnehmen müsst. Also wenn bei mir ungefähr hier 20 cm sind, dann zählt ihr einfach die übergebliebenen Maschen und die nehmen wir jetzt verteilt ab. Bei mir ist es so, dass ich noch 10 Maschen abnehmen muss und ich habe zum Beispiel noch 44 Maschen. Das heißt, ich möchte auf 34 Maschen reduzieren, also 10 Maschen weniger. Das heißt, ich dividiere meine Maschenanzahl durch 11.
und das geht sich zufällig genau aus, das muss aber nicht so sein. Wenn eine Kommazahl herauskommt, einfach auf- oder abrunden. Bei mir passt 11 genau 4 mal hinein in die 44 und das heißt, ich muss jede dritte und vierte Masche zusammenstricken. Ich stricke zuerst die Randmasche und dann noch eine Masche und die dritte und vierte Masche stricke ich zusammen. Bei euch kann das natürlich anders sein, das müsst ihr euch ausrechnen und ich nehme meine Maschenanzahl verteilt ab und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine Maschenzahl entsprechend reduziert, wir wenden die Arbeit und jetzt stricke ich im Bündchenmuster weiter und das ist eine Masche rechts, eine Masche links und das mache ich genauso wie beim Kragen und ich mache ungefähr 5 cm beziehungsweise bis zur gewünschten Gesamtlänge des Ärmels. Und ganz am Ende kette ich die Maschen auf der schönen Seite ab. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das Bündchen zu Ende gestrickt und dann locker im Rhythmus des Musters abgekettet. Und dann habe ich den Pullover so umgedreht, dass die schöne Seite jetzt innen ist und dann mache ich das immer so, ich fixiere mir die Nähte mit ein paar Klammern, damit das richtig schön zusammenpasst und dann schließt ihr mit der Überwendungsnaht die Ärmel und die Seitennaht und dann macht ihr den zweiten Ärmel genau gleich und dann ist unser toller Pullover fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.